Heute schauen wir uns die Magic Leap 2 nochmal genau im Detail an. Im heutigen Video schauen wir uns mal genauer die Hardware der Magic Leap 2 an und gehen auch etwas mehr auf die Funktionen und unsere praktischen Erfahrungen mit dem Gerät ein. Dabei geht es mir darum, was macht die Magic Leap 2 zum Beispiel besser als die Magic Leap 1, wo haben die Brillen wirklich fundamentale Unterschiede und wie wirkt sich das auf unseren praktischen Einsatz mit dieser Brille und unsere Erfahrungen, die wir damit sammeln konnten, aus. Erstmal zu den Hardware-Specs. Auch wenn die beiden Geräte ungefähr gleich aussehen, sind sie in dem, was in ihnen steckt, doch grundverschieden. Die Magic Leap 1 verwendet einen Custom SoC auf Basis des Tegra X2 von Nvidia. Das ist eine ARM-Architektur im 4+2 Kerndesign und hat zusätzlich eine Nvidia Pascal-Architektur zur Seite gestellt bekommen. Das entspricht ungefähr der Architektur der GTX 1000er Serie, der GeForces. Und die Magic Leap 2 wiederum verwendet einen Custom SoC des Konkurrenten AMD. Dieser verwendet eine Zen 2 Mikroarchitektur. Das ist in etwa dieselbe Architekturgeneration, wie sie in Xbox Series X und PlayStation 5 tatsächlich zu finden sind. Und die Quad-Core-CPU im Compute Pack hat aktives SMT und bekommt eine RDNA 2 GPU zur Seite gestellt. Hatte die Magic Leap 1 nur 8 GB RAM und 128 GB Storage, so verdoppelt Magic Leap das für die Zweier-Generation auf 16 GB RAM und 256 GB Storage. Pro Auge bot die Magic Leap 1 1280 x 960 Pixel Auflösung und brachte das damit auf ca. 50 Grad diagonales Sichtfeld. Und die Magic Leap 2 wiederum bringt ganze 1440 x 1760 Pixel mit und hat ein Sichtfeld von ca. 70 Grad in der Diagonale. Dieser Unterschied ist wirklich gravierend, auch wenn es gar nicht so sehr klingt. Man sieht das sehr, sehr deutlich. Das Headset der Magic Leap 1 wog ca. 316 Gramm, also der Teil, der auf dem Kopf sitzt. Das Headset der Magic Leap 2 wiederum liegt bei nur noch 260 Gramm. Das klingt auch wiederum nach nicht viel, aber wenn man das auf dem Kopf die ganze Zeit tragen muss, spürt man den Unterschied schon deutlich. Die Compute Packs wiederum, also die Teile, in denen die wirklichen Batterien und dann die ganze Rechenhardware drin stecken, die sind ungefähr gleich groß, sehen natürlich etwas anders aus, aber wiegen auch ähnlich viel. Ähnlich ist bei den Brillen auch weiterhin der Aufbau der Displays drin. Es handelt sich weiterhin um mehrschichtige Waveguiding Displays, die die einzelnen Farbschichten der Bildüberlagerung dann einblenden können. Neu ist bei der Magic Leap 2 aber die Tönungsschicht für das globale und lokale Dimming. Die Darstellungsentfernung der Magic Leap 2 liegt bei 37 cm Minimum, also näher ran sollte ich nicht gehen mit den virtuellen Inhalten, bis hin zu Infinity, also unendlich weit. Die Brille selbst ist ansonsten aber ungefähr ähnlich strukturiert, wie auch die Magic Leap 1 war. Das heißt, ich habe das Compute Pack, das ist per Kabel mit der Brille verbunden und ich bekomme einen Controller dazu. Was bedeuten jetzt diese ganzen Specs und der Aufbau praktisch? Also man kann ganz vereinfacht sagen, dass die Magic Leap 2 deutlich leistungsfähiger als die Magic Leap 1 noch ist. Man kann damit viel komplexere Inhalte in höherer Auflösung darstellen und diese werden in einem viel größeren Sichtfeld erkennbar und dank dem Dimming auch deutlich kontrastreicher präsentiert. Zudem ist die Magic Leap 2 auch deutlich leistungsfähiger als die HoloLens 2 es war. Das liegt jetzt nicht nur am Altersunterschied, sondern eben auch an dem unterschiedlichen Aufbau mit dem Compute Pack, welches halt eine aktive Kühlung haben kann und damit auch deutlich schwerer sein kann. Das Gerät selber ist zudem auch leichter und damit finde ich persönlich auch etwas bequemer als die HoloLens 2, zumindest auch wenn man sie länger trägt. Wobei die Magic Leap etwas stirnlastiger aufgrund der Kopfbefestigung ist. Die HoloLens verteilt das Gewicht wiederum etwas besser. Die Magic Leap 2 bringt Wi-Fi 6E mit integriert und hat, wie ich finde, leider keine mobile 5G-Hardware verbaut. Das heißt, wenn ich das Gerät mit Internet verbinden möchte, dann brauche ich aktives WLAN. Es wäre schön gewesen, wenn das Gerät sich hätte mobil über Mobilfunkstandards mit dem Netz verbinden können, finde ich zumindest. Ansonsten ist noch Bluetooth 5 mit an Bord. Das heißt, man kann das Gerät auch mit anderer Hardware, die Bluetooth unterstützt, koppeln. Das ist gerade im industriellen Bereich sicherlich spannend. Zudem ist auch die restliche verbaute Hardware in den Geräten anders. Das heißt, die Frontkamera der Magic Leap 2 ist jetzt zum Beispiel mit 12,6 Megapixeln deutlich höher aufgelöst, bringt einen Autofokus mit und hat, was für Remote Assistance auch recht wichtig ist, mit 77 Grad ungefähr ein ähnliches Sichtfeld zu dem, was ich selbst in der Brille auch sehen kann. Das ist gut, weil dann bei diesen Remote Assistance Sessions beide Nutzende ungefähr das gleiche Bild beurteilen können und im ähnlichen Umfeld arbeiten können. Das Eye-Tracking-System in der Brille ist auch verbessert worden. Es bietet jetzt 2 Kameras pro Auge und sollte damit deutlich präziser und unterbrechungsfreier die Blickrichtung des Nutzers tracken dürfen. Wichtig ist auch, und das ist tatsächlich ein massiver Unterschied, dass das Innere der Softwarebasis, also das Betriebssystem in beiden Geräten,
deutlich unterschiedlich ist. Hatte die Magic Leap 1 noch eine Custom-Lösung am Start, verwendet die Magic Leap 2 ein angepasstes Android auf Basis des Android Open Source Projects. Der große Vorteil ist, dass wir jetzt auf Standard-Android-Bildwerkzeuge und generell Standard-Android-Pipelines zurückgreifen können. Das heißt, die Device Bridge ist jetzt einfach ADB und für das Bildsystem können wir einfach Gradle verwenden. Zudem dürfte auch in der Theorie die Portierung existierender Android-Anwendungen auf dieses Gerät relativ gut möglich sein. Das heißt nicht, dass Android-Anwendungen aus dem Start laufen, denn es handelt sich hier um ein x86 64-Bit-System. Das heißt was anderes als die üblichen ARM-basierten Systeme für Android. Aber die Portierung sollte trotz allem grundsätzlich einfacher sein als auf eine ganz andere Softwarebasis wie bei der Magic Leap 1 noch. Ansonsten bleibt vielleicht noch festzuhalten, dass die Akkulaufzeit des Gerätes ungefähr dem entspricht, was der Hersteller auch angibt. Das heißt, bei ununterbrochener Nutzung sind es ca. 3,5 Stunden. Das können wir auch so teilen. Das hängt aber auch stark davon ab, wie sehr die Brille durch die Anwendung, die gerade ausgeführt wird, belastet ist. Wie sehr die Brille belastet ist, kriegt man sehr, sehr gut akustisch mit, denn der aktive Kühler hier drin kann durchaus dann stark hochdrehen, sodass man den auch sehr gut hören kann. Außerdem ist etwas seltsam, dass sich der Controller bei längerem Betrieb ebenfalls aufwärmt, hier so im Handbereich. Das liegt vermutlich daran, dass dieser sich jetzt über Kameras auch selber aktiv tracken kann und damit einfach mehr Rechenleistung erbringen muss. Aber es fühlt sich auf Dauer doch etwas seltsam an und kann die Hände auch etwas schwitzig. Ansonsten hat der Controller ungefähr die ähnliche Akkulaufzeit wie die Brille selbst. Das finde ich auch ganz okay, weil man bekommt ja von Magic Leap 2 Ladegeräte mitgeliefert, dann kann man beide Geräte auch im selben Abstand gleichmäßig laden. Grundsätzlich ist diese Brille hier vollgepackt mit aller möglicher Sensorik, vor allen Dingen wichtig für die Umgebungswahrnehmung. Aber auch die Medienausgabe ist vollständig mit an Bord. In den Bügeln ist ein Spatial Audio System verbaut, was hier über verschiedene Speaker gelöst ist und die erzeugen wirklich ein sehr gutes Klangbild, welches räumlich sehr, sehr gut verortbar ist. Da gibt es eine tolle Demo dafür. Zudem hat die Brille 4 Mikrofone im gesamten System verbaut und das ist nicht nur für die Remote Assistant Sachen wichtig, sondern auch dafür, weil die Brille Sprachkommandos versteht. Und das ist relativ interessant umgesetzt. Also zum einen kann ich die Brille normal über Sprachkommandos bedienen, aber die Brille kann auch Sprache des Nutzers vollständig oder teilweise auswerten und zum Beispiel auf gewisse Control Words hören. Zudem spannend ist, dass die Brille in der Front einen Infrarot-Tiefensensor verbaut hat und weitere Kameras in den Seiten des Gerätes für die Umgebungswahrnehmung verbaut sind. Damit kann die Brille ein sehr detailliertes und umfangreiches Bild ihrer Umgebung erzeugen und ermöglicht es mir auch mit dieser Umgebung in interessantere und detailreichere Interaktionen zu treten. Zusätzlich unterstützt die Brille Handtracking und das funktioniert laut unseren Tests auch ziemlich gut, hat aber so ein bisschen die üblichen Probleme mit Verdeckung. Also wenn ich eine Hand unter die andere führe, dann kann das Handtracking das nicht so gut verarbeiten. Das ist aber kein Magic Leap exklusives Problem, das haben andere Brillen auch. Und ich hoffe, weil ich da auch neuere Entwicklungen in die Richtung verfolge, dass sich das zum Beispiel über AI-Systeme noch etwas lösen lässt, die dann für solche Sachen Schätzungen erstellen können, wo meine Handposition ist, auch wenn die Kamera sie nicht sehen. Zudem ist noch ein bisschen das Problem, dass beim lokalen Dimming eine Verdeckung auch für meine Hände erzeugt wird, die aber nicht deckungsgleich mit meinen realen Händen ist und das macht es so ein bisschen unangenehm. Insgesamt aber, wenn wir schon beim Thema Dimming sind, dazu noch vielleicht ein paar Worte. Also es ist wirklich eine sehr interessante Technologie, die diese Brille auch zu was Besonderem macht. Zum einen kann man halt global das ganze Gerät dimmen, dann ist es wirklich so stark, dass ich nur noch sehr helle Lichtquellen wie zum Beispiel Fenster wirklich direkt sehe. Aber ich kann halt auch lokale Dimmingfelder erzeugen, die nur bei dem Content dimmen, den ich darstellen möchte. Das wirkt überzeugend, erzeugt allerdings auch sichtbare Umrandungen bei den Gegenständen, die virtuell dargestellt werden. Das fällt einem aber nach längerer Benutzung gar nicht mehr so wirklich auf und der Mehrwert ist halt schlicht, dass ich gerade auch in hellen Umgebungen einfach ein wahnsinnig kontrastreiches Bild erzeugen kann, was im Verhältnis zu den schemenhaften Geisterbildern gerade auch der Magic Leap 1 einfach einen wahnsinnigen Qualitätsunterschied hat und wahrscheinlich auch für bildqualitätskritische Anwendungen einen wahnsinnigen Mehrwert bietet. Nun aber auch ein paar Worte zu unseren Erfahrungen. Also, wie trägt sich die Brille? Was geht damit gut? Was geht damit nicht so gut? Grundsätzlicher Tragekomfort. Also, ich finde persönlich, die Brille trägt sich gut, wenn man auch die Einschränkung berücksichtigen muss, dass man als Brillenträger halt leider seine reale Brille nicht darunter tragen kann, was mich immer etwas stört und gerade bei der Entwicklung mit der Brille, wenn ich jetzt keine eigenen Einclip-Linsen in meiner Sehstärke habe, auch wirklich ein bisschen problematisch ist, weil ich halt ständig die Brille abnehme, die aufsitzt und so weiter und so fort.
Abgesehen davon, wenn ich die Brille einmal aufhabe und länger verwende, dann trägt die sich sehr bequem und ich kann mir vorstellen, die auch längere Zeit zu tragen. Den Compute Pack würde ich übrigens immer mit diesem Gurt hier tragen und mir einfach umhängen. Das finde ich deutlich angenehmer, als mir den mit diesem Clip hier irgendwie an die Hose zu klippen, denn so kann ich den einfacher wieder abnehmen und auch jemand anderen mal schnell in die Hand drücken. Das Bild ist wirklich sehr klar und sehr hell und ich konnte eigentlich zu jedem Zeitpunkt auch wirklich immer gut erkennen, was da virtuell dargestellt wird. Was ein bisschen schade ist, also ich habe mir die Displays auch genauer angeschaut, ob die sauber sind und alles, aber selbst bei sauberen Displays und guter Umgebungsbeleuchtung und allem ist immer so ein leichtes Glühen zu sehen, wenn Displayinhalte dargestellt werden sollen. Also wenn die Waveguiding-Displays innen an sind, dann sehe ich den Unterschied. Das kann man auch gut ganz simulieren, wenn man wirklich nur leere Bildinhalte hat und dann mal den Controller mit seinem Raycast mal ins Bild führt und wieder hinausführt, dann sieht man, ob die Displays an sind oder nicht. Das beeinflusst auch so ein bisschen die Durchsichtigkeit dieser Displays. Generell muss man auch berücksichtigen, dass die Brille, egal ob Dimming an oder aus ist, immer etwas getönt ist. Also es ist wie eine leichte Sonnenbrille und damit werden die realen Inhalte auch nie ganz originalgetreu dargestellt, sondern immer leicht verfälscht. Wenn das wichtig ist, dass ich die realen Inhalte wirklich farbtreu immer sehen kann, dann sollte ich das bei der Brille vielleicht vor dem Kauf berücksichtigen, ob das dann die Lösung meiner Wahl ist. Ich denke, technisch ist das aber anders gar nicht anlösbar. Zudem vielleicht auch noch was zum Sichtfeld. Also es ist wirklich deutlich größer als bei der alten Brille, aber natürlich immer noch, gerade im Verhältnis zu modernen VR-Brillen, relativ beengt. Und die Brille selber hat aufgrund ihrer Bauform ja auch noch einen deutlich sichtbaren Rahmen, unter dem ich ja auch dann noch aufgrund von fehlender Abdeckung unten drunter durchschauen kann. Das kann in manchen Anwendungsfällen vielleicht sogar sehr praktisch sein, aber es ist halt einfach etwas, was man berücksichtigen muss, wenn man sie mit klassischen VR-Headsets zum Beispiel vergleicht. Ich selber fand das jetzt gar nicht störend und ich finde, man kann die Brille auch mit diesem kleineren Sichtfeld trotzdem sehr gut längere Zeit tragen, aber das muss jeder für sich vielleicht auch mal praktisch ausprobieren. Was ich selber noch festgestellt habe und etwas unangenehm finde, ist, dass die Tiefendarstellung von den virtuellen Inhalten zum Teil sehr herausfordernd sein kann. Also zum einen ist es so, dass man wirklich auf Entwicklerseite aufpassen muss, dass selbst zweidimensionale UI-Inhalte über reale Tiefendarstellungen verfügen, denn ansonsten kollidieren diese mit den 3D-Inhalten, die tiefenmäßig dargestellt werden sollen. Und es ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel 3D-Inhalte räumlich verorte, dann kann ich da immer noch Abweichungen der Tiefendarstellung haben zu den realen Objekten, die auf dieser Tiefe dargestellt werden. Und das ist für die Augen schon sehr anstrengend. Also das ist etwas, wo man auf Seiten der Entwicklung schon aufpassen muss und dort auch viel testen muss, ob das Nutzergefühl wirklich angenehm funktioniert, wenn ich noch Augmented-Inhalte über das reale Bild lege, die der Nutzer ständig betrachten soll, dann muss er ständig seine Schärfe im Auge auf andere Elemente fokussieren und das kann zu starker Ermüdung des Auges führen. Ansonsten vielleicht noch zur weiteren Feature-Funktionalität. Also wie gut funktionieren die Sachen, die so in der Brille verbaut sind und was kann ich damit tun? Was mir aufgefallen ist, wir haben so ein paar Mal das Remote Assistance Software-Toolset der Brille probiert. Die Mikroqualität ist wirklich in Ordnung, also man kann den Nutzenden unter der Brille wirklich sehr gut verstehen. Die Spracherkennung funktionierte entsprechend auch wirklich überzeugend. Selbst für mich als nicht nativen englischen Muttersprachler waren die Demos ohne Probleme durchführbar und gerade diese Wortmarkenerkennung, also das Hören in Lückentexten auf die Antworten, die der Nutzer dort gegeben hat, hat überraschend gut funktioniert. Das Kamerabild hiervon, also gerade auch wieder für Remote Assist gedacht, ist wirklich gut. Also ich konnte in der Remote Assist Session wirklich klar sehen, was der Nutzende der Brille mir zeigen wollte und das macht diesen Use Case für mich auch wirklich zu einer runden Geschichte. Das Handtracking der Brille wiederum war auch recht stabil, hatte entsprechend die schon beschriebenen Probleme mit Handverdeckung, aber das haben andere Geräte auch und deswegen finde ich das jetzt nicht besonders hervorhebenswertes macht, was es soll. Spannend ist, dass die Brille über diese Frontkamera auch die Erkennung von QR und Barcodes unterstützt, also von QR-Markern und Barcodes und zusätzlich auch von Aruco-Markern, also verschiedene Markertechnologien. Und es können von einer Art von Markern auch immer mehrere gleichzeitig getrackt werden. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man reale Inhalte mit virtuellen Sachen anreichern will und die in der Welt fest platzieren möchte, dann sind solche Marker eigentlich immer eine interessante Idee. Und das Tracking hat in dem SDK-Exempel auch wirklich gut funktioniert. Die Barcode-Lesefähigkeiten konnten wir selber noch nicht testen. Die sind in der Doku derzeit auch noch explizit als experimentelles Feature gemarkt.
Aber ich kann mir das gerade im industriellen Einsatz als wirklich einen interessanten Mehrwert vorstellen. Zudem kann die Brille auch in Echtzeit ein 3D-Mesh ihrer Umgebung erzeugen und das tut sie während der gesamten Laufzeit auch. Mit gewissen Software-Tools kann man sich das auch anzeigen lassen. Es wird vor allen Dingen dazu genutzt, um Umgebungsverdeckungen darzustellen. Also wenn ich zum Beispiel virtuelle Inhalte hinter realen Hindernissen platziere, dann werden die entsprechend auch ausgeblendet, wenn ich das so möchte. Das funktioniert auch wirklich gut und insgesamt fand ich die Umgebungserkennung überraschend schnell und stabil. Sie hat allerdings, wie auch nicht ganz unerwartet, gewisse Probleme bei stark reflektierenden Flächen oder bei Fensterflächen. Schmalere Türen oder dünnere Türblätter sind halt auch manchmal ein Thema. Und für mich wiederum vielleicht etwas überraschender auch größere dunkle Flächen, wie zum Beispiel ausgeschaltete Monitore. Dort braucht der Meshing-Algorithmus tatsächlich relativ lange, um ein sauberes, glaubwürdiges Objekt davon erkannt zu haben. Insgesamt ist es aber praktisch, dass ich die Umgebung, also die Räume, in denen ich mit der Brille unterwegs bin, scannen und diese Scans dann auch speichern kann. Dort kommen wir allerdings zu einem Lizenzthema, denn diese Umgebungen, die ich da einmessen kann, dürfen nicht unbegrenzt groß sein. Ohne Developer Pro oder Enterprise Lizenz habe ich für diese AR Cloud Funktion nur Räume bis maximal 100 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Und wenn ich die AR Cloud Lizenz habe über die entsprechende Brillenversion, dann kann ich, glaube ich, ca. 10.000 Quadratmeter große Räume oder Flächen erkennen. Das sollte dann auch für den industriellen Use Case durchaus passen. Generell finde ich aber auch diese Raumerkennung, auch ohne AR Cloud, für uns jetzt in unseren Testcases wirklich überzeugend nutzbar. Und man sieht auch, dass die Brille diese Räume, die sie einmal eingemessen hat, nach erneutem Anschalten und Aufsetzen des Gerätes relativ schnell wiederfindet und sich entsprechend dort auch wieder orientieren kann. Das finde ich wirklich ein gutes Feature. Da kann man auch sinnvoll drauf aufbauen für Anwendungen. Wenn wir schon bei dem Thema Anwendungsaufbau sind, dann vielleicht auch gleich noch so ein paar Sachen. Wir hatten ja zum Glück ein paar Tage Zeit und konnten uns jetzt auch mal damit Erfahrungen sammeln, wie die Entwicklung für die Brillen läuft. Vielleicht vorab direkt, es ist eine wirklich gute und umfangreiche Dokumentation vorhanden. Man erkennt daran auch so ein bisschen, dass das nicht das erste Gerät des Herstellers, sondern eben das zweite ist. Denn einige Punkte der Doku basieren auch auf den Informationen der Magic Leap 1, aber es ist alles entsprechend aktualisiert worden. Die Brille selber bietet Unterstützung für Unity als, würde ich sagen, wahrscheinlich Flagship Engine, die das Gerät supportet. Denn diese Doku und auch die Beispiele dafür sind mit Abstand am umfangreichsten. Es gibt für so ziemlich jedes Feature-Set dieser Brille ein eigenes Beispiel, welches explizit erklärt, wie dieses Feature zu nutzen ist. Es gibt zudem generell gute Erklärungen in der Dokumentation mit Codebeispielen und auch noch weiteren Best Practices, wie ich die Anwendungen dann für die Brille oder den Einsatz auf der Brille optimiere. Für mich war tatsächlich eins der besten Features etwas sehr Kleines, nämlich das Setup-Tool, welches ich in die Engine-Projekte importieren kann, um dann mit einer Checkliste mit mehreren Buttons, die dann auch grün werden, wenn ich es fertig abgeschlossen habe, mein Projekt so einzurichten, dass es für die Magic Leap 2 bilden kann und dann auf der Brille auch funktioniert. Das hat mir die Arbeit gerade zum Start sehr, sehr erleichtert. Schön finde ich auch, dass auf offene Standards innerhalb des Unity-Ökosystems aufgesetzt wird. Also das XR Interaction Toolkit und AR Foundation werden als Dependencies referenziert und auch verwendet. Das heißt, man kann auf diese Entwicklungstechniken aufsetzen, um seine eigenen Anwendungen damit weiterzuentwickeln. Mit Vuforia wird zudem auch eine feste Größe im Bereich Marker und Object Tracking unterstützt. Das war bei der Magic Leap 1 auch schon so. Und auch wenn die Brille selbst ja über native Tracking-Technologien für QR-Codes oder Aruco-Marker verfügt, finde ich die Unterstützung für Vuforia deswegen hervorhebenswert, weil Vuforia eben noch ein paar Dinge mehr kann. Zum Beispiel Image Tracking und vor allen Dingen eben auch das Model Target Tracking. Model Targets sind 3D-Repräsentationen von realen Objekten, die ich entweder über 3D-Scans oder über Konstruktionsdaten erzeugen kann. Damit wird die Brille dann in die Lage versetzt, diese realen Objekte zu erkennen und entsprechend zu tracken und mit Augmented Reality Informationen anzureichern, zum Beispiel. Das ist wirklich super praktisch, funktioniert auch, also wir haben Beispiele am Laufen, die das zeigen, dass es geht. Ich würde das Ganze trotz allem vielleicht noch nicht direkt Production Ready bezeichnen, weil die Stabilität des Trackings und der Erkennung ist durchaus schwankend und es zeigt aber, was tendenziell möglich ist. Und ich glaube, dadurch, dass an der gesamten Brille ja auch stetig weiterentwickelt wird und auch die ganzen Durchbrüche im AI-Bereich gerade erst passieren, dass da noch viel kommen wird. Abgesehen von Unity und dem angeschlossenen Vuforia-System
bietet die Brille auch Unterstützung für Unreal. Auch das war bei der Magic Leap 1 schon so. Allerdings ist die Unterstützung für Unreal, finde ich, bei weitem nicht so gut wie für Unity. Das geht schon damit los, dass die Dokumentation für Unreal ungefähr so umfangreich ist und dass man eigentlich kaum Beispielprojekte dabei hat oder Codebeispiele erklärt hat. Es geht auch damit weiter, und dafür kann Magic Leap leider nichts, dass ich eine Custom Engine compilen muss, bevor ich überhaupt für die Magic Leap bauen kann. Das liegt daran, dass die Standard Unreal Engine, die ich über den Epic Launcher installieren kann, das Intel x86 Build Target für Android nicht unterstützt. Android ist dort nur für ARM-Architektur vorhanden. Die Custom Engine von Epic, die ich allerdings aus GitHub ziehen und mir dann selber kompilieren kann, unterstützt das Build Target sehr wohl. Worum es die Unterschiede gibt, wissen wir ehrlich gesagt selber nicht. Man muss es aber berücksichtigen, denn das ist ein erheblicher Mehraufwand zum Start. Viele der Beispiele, wie es funktioniert, kann man sich durchaus gut aus der Unity-Doku herleiten, beziehungsweise auch mit so ein bisschen Code-Research aus dem SDK dann selber irgendwie erarbeiten. Aber es braucht auch hierfür mehr Aufwand, als das bei Unity zum Beispiel der Fall ist. Leider wird zudem auch der Device Simulator nicht unterstützt. Das ist ein Toolset, mit dem ich am Rechner so tun kann, als ob ich eine Magic Leap angeschlossen habe, oder eben auch die Magic Leap direkt anschließen kann und dann über Zero Iteration, also einfaches Play drücken im Editor, meine Anwendung auf der Brille testen kann. Das funktioniert bei Unity wirklich gut, da ist der Simulator mittlerweile sogar in der Engine integriert. Bei Unreal funktioniert das leider nur über das Remote Rendering, und für das Remote Rendering brauche ich wiederum mindestens eine Developer Pro oder Enterprise Lizenz. Abseits von den beiden Major-Playern im Engine-Bereich, also Unity und Unreal, wird auch, und das finde ich nicht nur aufgrund der aktuellen Entwicklung bei Unity sehr schön, wird auch Godot, eine offene Open-Source-Engine, unterstützt. Also zumindest indirekt. Denn über den OpenXR-Loader für Godot wird unter anderem auch die Magic Leap 2 supported und kann dann entsprechend dafür mit Anwendungen bespielt werden. Es scheint irgendwo bei Magic Leap sogar eine Godot-Anwendung zu geben, wie ich in dem Log der Brille beim Boot sehen konnte. Zudem gibt es auch noch die native Unterstützung. Also man kann auch direkt mittels Android Studio direkte native Android-Apps für das Gerät entwickeln. Auch dazu sind Codebeispiele und API-Dokumentation in der Developer-Doku von Magic Leap vorhanden. Wen das interessiert, der kann auch das gerne nutzen. Zusammenfassend würde ich insgesamt also sagen, ist die Magic Leap 2 technisch wirklich ein wahnsinnig spannendes Gerät. Ich muss allerdings auch sagen, ich würde die Brille irgendwie tendenziell als sehr aufwendig bezeichnen. Also das liegt jetzt gar nicht so insgesamt an dem Gerät an sich, sondern ist mehr mein subjektiver Eindruck, denn es gibt zum einen natürlich die Barriere des relativ hohen Anschaffungspreises, aber eben auch die Tatsache, dass bei dieser Brille für mich sehr, sehr viel im Konjunktiv funktioniert. Also würde cool sein, könnte man machen. Denn abseits von Magic Leap Assist gibt es relativ wenig fertige Software, die einfach schon da ist. Magic Leap Assist selber ist allerdings wirklich ein interessantes Tooling, womit man das Thema Remote Assist und 1:1 Betreuung wirklich sehr gut abbilden kann. Und ich finde spektakulär, dass Magic Leap dieses Software-Toolset direkt gratis zur Brille mit anbietet. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für manche Firmen schon alleine dafür die Anschaffung der Brille rechtfertigt. Wenn das mein Use Case ist, dann kann ich das Gerät so verwenden, wie es ist. Und Magic Leap Assist hat bei uns im Test auch relativ stabil und gut funktioniert. Wenn ich allerdings weitere Features der Brille nutzen möchte, also zum Beispiel Echtgeld-Inhalte mit Echtzeit-Augmented Reality-Inhalten anreichern, Marker oder gar Model-Tracking, die Verortung von realen Informationen in gemessenen, gespeicherten, persistenten Räumen, dann bin ich relativ schnell beim Thema Custom Software. Und dort kommen wir auch zu einem Punkt, den diese Brille zum Beispiel für mich sehr stark von Dingen wie der Apple Vision Pro unterscheidet. Denn die Magic Leap 2 ist für mich keine Software-, Hardware-, Ökosystem-Plattform. Das heißt, auf dem Gerät selber ist am Ende ja nicht mein App Store installiert. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, bedeutet aber eben unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt durchaus auch fertige Softwarelösungen, die Magic Leap auf seiner Website auch auflistet, die gewisse Use Cases ansprechen oder abdecken und die Magic Leap 2 unterstützen. Es gibt zum Beispiel die relativ breit angelegte Lösung von Sphere oder es gibt Möglichkeiten für kollaborative Meeting-Szenarien oder auch für AR-geführte Arbeitsanweisungen. Aber selbst mit diesen Softwarepaketen bedarf es dann weiterhin einer gewissen lösungsorientierten Arbeit und konzeptioneller Aufwände, um diese dann in einen wirklichen konkreten Business Case zu überführen. Generell würde ich sagen,
dass es zahlreiche Anwendungsszenarien gibt, die die technischen Stärken dieser Brille hier bestimmt sehr gut ausspielen können. Allerdings bedarf es dafür kompetenter Beratung und guter Konzeptionsarbeit. Da braucht es einfach erfahrene XR-Entwicklerinnen dafür, um dort auch wirklich das Maximum aus den technischen Möglichkeiten der Brille herauszuholen. Damit würde ich auch gerne schließen wollen, denn wenn das etwas ist, was euch interessiert und ihr da zu diesem Thema Fragen habt oder gar die Brille schon im Unternehmen ist, ihr aber noch nicht wisst, wie ihr da jetzt genau weitergehen sollt, dann meldet euch gern bei uns. Wir unterstützen bei diesen Themen gern, schon konzeptionell, aber auch dann bei der späteren Umsetzung. Die Kontaktdaten von uns findet ihr auf unserer Website. Den Link dazu packen wir in die Videobeschreibung hier unten drunter. Zudem arbeiten wir gerade noch an einem dritten Video, in welchem wir weitere Anwendungsfälle, die wir prototypisch ausgearbeitet haben, aber auch Dinge, die die Brille schon als Software mitbringt, mal kurz vorstellen wollen, um noch bessere Ideen und Vorstellungen zu schaffen davon, was diese Brille hier an möglichen Ansätzen bieten könnte für weitere, spätere Projekte in eurem Unternehmen. Wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Und damit sage ich bis bald.